Ich kann dir helfen. Hast du doch schon. Frau Nagel! Oh. Jessica! Frau vom Jugendamt ist da! Er wurde auf der Baustelle gefunden. Danke, ich dachte schon, den hätte ich verloren. Über diese modernen Bürogebäude da drüben. Da haben immer diese Überwachungskameras aus, oder? Stimmt. Die Bänder sind nicht mehr da. Bis dann? Bänder der Überwachungskamera? Was glaubst du denn, wer es war? Du. Das ist jetzt ein Witz, oder? Du denkst, ich habe die Baustelle sabotiert? Ich weiß einfach nicht mehr, was ich glauben soll. Es passt eben einfach irgendwie alles zusammen. Alles. Ja, ich meine, zuerst wird dein Schlüssel neben der angesägten Leitung gefunden. Und als nächstes versuche ich mir diese Videobänder zu besorgen von dem Nachbarhaus. Aber die sind schon verschwunden. Dafür finde ich sie gerade eben bei dir oben im Zimmer. Nur leider ist das ganze Material unbrauchbar. Das sind deine Beweise. Ja, und dann setzt du gerade heute noch Andi diesen Bauleiter vor die Nase und machst ihn damit auch noch vor allem lächerlich. Weil er offensichtlich nicht in der Lage ist, ein so großes Bauprojekt zu leiten. Ach, das ist Unsinn und das weißt du auch. Sag mal, kann es sein, dass du versuchst, Andi loszuwerden? Was? Sag mal, hast du vergessen, wessen Geld in dieser Firma steckt? Meins. Mit Sabotage würde ich mir ins eigene Fleisch schneiden. Ja, aber du könntest das wegstecken und Brandner Bau nicht. Wir wären komplett ruiniert. Okay, warum sollte ich das tun? Ach, was weiß denn ich? Vielleicht, weil du Angst hast, dass Andi doch noch eine Chance bei mir hat. Und, hat er? Ach nein, und das habe ich ihm auch gesagt. Aber anscheinend möchtest du ja wirklich mal auf Nummer sicher gehen. Und du bist sogar bereit, Andi und die Firma zu ruinieren, nur weil du deine Eifersucht nicht im Griff hast. Ich meine, Tristan, warum vertraust du mir nicht ein bisschen? Bitte? Also die Frage soll ich ja wohl dir stellen. Mann, was habt ihr euch dabei gedacht? Ich konnte ja nicht ahnen, dass diese Jugendamtstussi gerade heute vorbeischaut. Und was meinst du, was unangekündigter Besuch zur Überprüfung der Lebensverhältnisse bedeutet? Also wenn es irgendwie hilft, übernehme ich natürlich die ganze Verantwortung. Schönen Dank auch, das bringt nur leider nichts. Wenn die Frau checkt, dass Jessie und ich kein richtiges Paar sind, dann kann ich die Adoption vergessen. Die wird schon nichts mitbekommen. Wolf, alles in Ordnung? Ja, sicher. Oh, Frau Nagel, ist das schön, dass Sie mal vorbeischauen. Finde ich auch. Und Sie sind? Unser schwuler Mitbewohner. Herr Sabel. Ja, das ist der Olli. Freut mich. Ja, mich auch. Ja, entschuldigen Sie noch mal das Chaos, aber die beiden, die sind in plötzlichen Regen geraten. Völlig durchnässt, völlig durchnässt. Ich wollte mir gerade ein noch frisches T-Shirt anziehen. Ja. Ah ja, genau, das hier ist es auch. Danke, Schatz. Oh, mein Lieblingsshirt. Figur betont. Ja, sollen wir vielleicht ins Wohnzimmer gehen? Sehr gerne. Ja. Es fällt mir echt nichts mehr ein. Juri noch nicht da? Nee. Und dafür bist du heute Morgen so früh aufgestanden? Ich lasse mir wohl nicht vorwerfen, dass ich meine Arbeit schleifen lasse. Tust du das denn? Nein. Aber es gibt auch noch andere Sachen. Und jetzt komm bitte nicht damit, dass Juri irgendwie auf mich eifersüchtig sein könnte oder wegen mir eifersüchtig sein könnte. Das ist totaler Quatsch. Ich glaube, der weiß auch nicht mal, wie man Eifersucht schreibt. Tja, wenn dein Chef den ganzen Tag auf sich warten lässt, wie wär's mit einer gemeinsamen Mittagspause? Mittagspause gehört zur Arbeit und ist nicht privat. Na dann. Oh, das ist Juri. Ja, hi. Sag mal, du, ich hatte den ganzen Jetzt. Okay, ich mache mich auf den Weg, ja. Das war Juri. Er will heute von zu Hause aus arbeiten und ich soll vorbeikommen. Und was ist mit unserer Mittagspause? Juri hat dich den ganzen Morgen warten lassen. Da wird er doch warten können, bis du was gegessen hast.
Schön. Ich fahr kurz hin, guck, was er will und dann essen wir zusammen Mittag, okay? Okay, ich würde mich trotzdem nicht rumkommandieren lassen. Ich weiß, aber ich habe auch keinen Bock auf seine blöden Sprüche. Bist du denn sicher, dass es Tristan war? Was soll ich sonst denken? Ja, es spricht wirklich alles dafür. So, 2 Burritos, einmal extra scharf. Guten Danke Appetit. dir. Tristan war schon immer eifersüchtig auf Andi. Dass Andi ihm gesagt hat, dass er um dich kämpfen will, hat die Sache wahrscheinlich nicht besser gemacht. Mit der ganzen Sabotage hat er seine Aufmerksamkeit auf die Baustelle gelenkt und von mir weg. Hat er denn mitbekommen, dass du Andi selbst schon eine Ansage gemacht hast? Scheint nicht, sonst wäre es bestimmt nicht dazu gekommen. Ich meine, genau an dem Tag, an dem ich Andi sage, ich will ihn nicht mehr sehen, sägt Tristan dieses Rohr ab. Sieht aus, als hätte sich Tristan diesmal selbst ins Knie geschossen. Ich meine, Tristan hat aus Eifersucht wirklich schon krasse Sachen gemacht. Denk doch mal dran, wie er das Gestüt abgefackelt hat. Er hat aber gar keinen Grund mehr, eifersüchtig zu sein. Naja, du hast neulich klatschnass mit Andi in einem Pool rumgeknutscht. Fast. Da ist nichts passiert. Aber dieses Nichts hat Tristan gesehen und das hat ihm wahrscheinlich gereicht. Aber, mein Gott, deshalb eine ganze Baustelle zu sabotieren, das passt doch gar nicht zu Tristan. Aber es passt zu dem Tristan, den man von früher kennt. Er hat sich geändert. Hat er denn zugegeben, dass es war? Dann aber abgestritten hat er es eben auch nicht. Er hatte die Gelegenheit und anscheinend hat er sie wirklich genutzt. Und wie geht's jetzt weiter mit euch? Keine Ahnung. Whisky am Mittag? Ich dachte, das hättest du hinter dir. Immer noch die sauberste Methode, sich die Birne wegzuschießen. Dafür müsstest du das Glas aber auch trinken, statt es nur anzustarren. Oder hast du mittlerweile gelernt, dass sich das Hirn wegzuschießen nicht wirklich was an den Ursachen ändert? Hast du einen besseren Vorschlag? Ich bin ganz ohr. Wie wär's mit Reden? Vielleicht mit deinem Bruder? Ja, und das hier sind die ganzen Babygitter, die ich zusammen mit Olli besorgt habe. Und eigentlich wollten wir die auch schon angebracht haben, ne, Olli? Was? Ja, die Gitter. Und die macht mal hier einfach so an die Tür, damit der kleine Maxi nicht einfach so weglaufen kann. Ja, laufen kann er ja noch nicht, oder? Nein. Nein. Vielleicht sollten Sie nicht den letzten Schritt vor dem ersten machen. Hä? Ja, vielleicht sollten Sie erst mal andere Dinge in Ihrem Haushalt in den Griff bekommen. Oh, ja, normalerweise sieht's hier nicht so aus, wirklich. Wir haben das noch nicht so ganz geschafft aufzuräumen, aber normalerweise machen wir das immer als alle. Ja, normalerweise ist hier super aufgeräumt. Ja. Sie wohnen hier zu 6, oder? Ja, nee, zu 5. Also Ollis Mann, der lebt zurzeit in England. Was? Christian wohnt in England. Dein Mann. Ja, genau, Christian in England, stimmt, ja. Und die anderen beiden Männer, sind die auch ein Paar? Nee. Andi ist nicht. Nein, der Dr. Mendes auch nicht, nein. Hallo, da bin ich wieder. Was ist denn hier los? Ja, das ist Frau Nagel vom Jugendamt, weiß wegen der Adoption für Maxi. Und das ist Christian. Hallo. Dann sind Sie also zurück aus England? Ja, so eine Überraschung. Olli, warum hast du nichts gesagt? Ja, du, spiel mit. Warum hast du denn nichts gesagt? Überraschung! Lisa. Du weißt doch, wie sehr du mich vermisst hast. Ja. Warum hat das so lange gedauert? Ich stand die ganze Zeit. Sag mal, wie siehst denn du aus? Ich habe die ganze Nacht gearbeitet. Die ganze Nacht. Mosch will heute noch die Änderungen für die Entwürfe sehen.
Sag mal, hast du alles geändert? Wenn du es in dieser Branche zu was bringen willst, gibt's keine geregelten Arbeitszeiten. Dann zählt nur deine Arbeit und du. Hier. Nimm die mit in die Firma und fang schon mit den Änderungen an, okay? Ja, klar. Aber sag mal, hast du deine Meinung geändert? Ich dachte, du kannst mein Strickzeug nicht leiden. Mosch will Gegensätze, Widersprüche. Was ist widersprüchlicher als Wolle und Nieten? Ha? Hast du noch mehr von dem Strickzeug? Nicht die hellen Geschichten, eher so was Dunkles. Ja, klar, aber sag mal, meinst du das jetzt wirklich ernst? Du willst wirklich Sachen von mir für deine Entwürfe nehmen? Ja. Okay, aber dann muss ich nur kurz nach Hause. Okay, du, auf dem Weg zur Firma kannst du das ja holen und dann treffen wir uns in einer halben Stunde bei LCL, okay? Können wir vielleicht eine Stunde draus machen? Ich würde ganz gerne noch mit Sascha zu Mittag essen. Hast du mich nicht verstanden? Mosch will heute noch die Entwürfe sehen. Ich glaube, du hast mich nicht verstanden. Ich bin seit 6 Uhr morgens wach. Ich habe den ganzen Vormittag in der Firma auf dich gewartet und jetzt kannst du aber eine halbe Stunde länger warten, damit ich mir endlich was zu essen bekomme. Also, meine Mittagspause steht mir echt zu. Ja, wir sind ja auch alle berufstätig. Ja, aber es ist immer jemand da, der sich um Maxi kümmert. Ja, aber Maxi ist so pflegeleicht, der fühlt sich eigentlich bei jedem wohl. Aber in erster Linie kümmern wir beide uns um ihn. Natürlich. Ja. Das klingt alles recht improvisiert. So wie Sie das sagen, klingt das so, als wäre das nichts Gutes. Uns ist klar, dass Kinder in den ersten Lebensmonaten Bezugspersonen brauchen, auf die sie sich verlassen können und denen sie vertrauen. Das sind ganz klar Jessica und ich. Und wir bieten ihm hier ja ein wunderschönes Zuhause. Eine WG? Ja, aber es ist ja nicht so, dass hier ständiges Kommen und Gehen herrscht. Hier leben immer dieselben 6 Personen und die sind Maximilian bestens vertraut. Und was ist mit den Partnerinnen der anderen beiden Männer? Ricky hatte schon Ewigkeiten keine Frau mehr. Ja, und Andi auch nicht. Ja, und wir sind hier eine große Familie. Davon werde ich mir in den nächsten Wochen ein Bild machen. Ich melde mich dann bei Ihnen. Ja, ich hab gesehen. Danke. Ich finde selbst hinaus. Tschüss. Das hätte schlimmer laufen können. Noch schlimmer? Also ich meine, soll ich jetzt jedes Mal zu Olli werden, wenn die Troller vorbeikommen? Was sollte dieses Verwechslungstheater hier überhaupt? Ja, wenn Ricardo und Jessica vielleicht mal die Finger voneinander hätten lassen können. Was gibt's denn jetzt uns die Schuld? Was können wir denn dafür, wenn du einfach mit dieser Frau bei uns reinplatzt? Mit solchen unangekündigten Besuchen müssen wir die nächsten Monate rechnen. Mann, wir haben gestern erst darüber gesprochen, dass Frau Nagel jederzeit vorbeikommen kann. Ja, und deshalb darf ich jetzt keinen Sex mehr haben, oder was? Also Donna, mach mal einen Punkt, ja? Schließlich habe ich dir hier einen Gefallen getan. Was? Ja, wer will denn Maxi adoptieren? Ich habe euch gleich gesagt, dass ihr diese Adoption nicht auf die leichte Schulter nehmen dürft. Und ich dachte, ihr steht alle hinter mir. Ich hätte echt nicht damit gerechnet, dass wir noch zusammen Pause machen. Das habe ich doch gesagt. Ja, aber wenn dich Juri erstmal in Beschlag nimmt, Er kann mich nicht an die Leine legen. auch wenn es ihm lieber wäre. Ich glaube, es gefällt ihm nicht, dass du Zeit mit mir verbringst. Für Juri ist Arbeit einfach alles. Und das erwartet er auch von allen anderen. Und ich interessiere ihn wirklich so null. Da bin ich mir nicht so sicher. Glaub mir. Er weiß sehr wohl, was du treibst, mit wem du dich triffst. Und irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass er dich seitdem ein bisschen mehr in Beschlag nimmt. Ich glaube das nicht. Ich glaube. Blödsinn. Wie seid ihr? Gute Idee mit der Pause. Ich hab auch Hunger. Machst du mir einen von deinen Burritos? Ja, ich mach dir einen von meinen Burritos. Hast du das Strickding schon geholt? Nee, da bin ich noch nicht zugekommen. Ich will Marthas Accessoires für einen meiner Entwürfe benutzen. Hat sie dir das erzählt? Nein, noch nicht. Gratuliere. Danke.
Ja, ich glaube, ich muss da mal los. Bleib doch noch. Wir können über die anderen Entwürfe reden. Ich kann dich auch begleiten. Wir treffen uns dann in der Firma? Ich hätte die Flammen löschen können. Aber ich bin einfach abgehauen. Das, was du gemacht hast, das war Gefährlich, dumm, kriminell. alles zusammengenommen, ja. Und ich finde, du solltest die Konsequenzen dafür tragen. Und mit diesem Wasserrohrbruch hast du wirklich nichts zu tun. Auch wenn es vielleicht für euch alle wie ein Wunder klingen mag. Nein, ich habe damit nichts zu tun. Jetzt reg dich bitte nicht gleich auf. Diesen Ruf hast du dir hart erarbeitet. Komm, du musst zugeben, du hast früher Dinge gemacht, die waren weitaus schlimmer. Ich weiß selbst, dass ich früher eine Menge Mist gebaut habe, aber das ist vorbei, seit ich Bella kenne. Sie hat immer nicht geglaubt. Und mit einem Schlag hat sie damit aufgehört. Das ist ja Zweifel. Tristan, das kann vorkommen. Die kannst du ihr aber auch wieder nehmen. Ja? Und wie? Ja, was weiß ich. Du musst ihr eben zeigen, dass sie dir vertrauen kann. Sei ehrlich. Gib ruhig zu, dass du die ganze Kohle nur in Andys Firma gesteckt hast, um ihr zu imponieren. Ja, das ist ja wirklich sehr clever. Tristan, du sollst aber nicht clever sein. Du sollst ehrlich sein. Sag ihr, dass du ein halbes Vermögen in den Sand setzen würdest, um Andi aus dem Rennen zu werfen, dass du es aber nicht getan hast. Und was, wenn sie mir nicht glaubt? Gib dir doch mal ein bisschen Mühe. Beweise hast du keine. Ich brauche auch keine Beweise. Bella sagt, dass sie mich liebt. Und wenn das stimmt, dann soll sie mir verdammt nochmal einfach vertrauen. Ich hab gleich alles. Findest du es nicht schräg, dass er plötzlich deine Stricksachen für seine Klamotten will? Wieso? Juri meinte, sie passen super. Und das nimmst du ihm ab, dass er plötzlich auf deine Sachen steht. Warum sollte er nicht? Ich meine, hey, versteh mich nicht falsch. Ich finde deine Sachen richtig toll. Aber da hat sich doch davor nie wirklich dafür interessiert, oder? Ja, das kann schon sein. Aber Juri muss eh die Kollektion für die breite Masse abändern. Was wir auf dem Laufsteg zeigen, das ist Kunst. Aber um die Mode zu verkaufen, dann muss sie gefälliger, bodenständiger sein. Und da dachte Juri, dass Wolle und Nieten perfekt füreinander sind. Also, das ist der einzige Grund. Und nicht, weil Juri irgendwie in mich verliebt sein könnte. Mann, ich sag nur, was ich sehe. Ja, und ich sag dir, dass du Gespenster siehst. Komm. Ey, für Juri bin ich höchstens sowas wie ein Kumpel. Bist du eine Assistentin? Ja, die ihm ständig die ganze Arbeit abnimmt. Komm, ich will jetzt nicht darüber reden. Wenn ich mit dir zusammen bin, habe ich keine Lust, für meinen Chef nachzudenken. Hm? Geht mir genauso. Martha, bist du zu Hause? Hallo, hier. Ah. Hey. Und? Hallo. Warst du die ganze Zeit bei Victoria? Ja, Also, Entschuldigung. alles in Ordnung. Ja? Der Kleine ist über den Berg, sagen die Ärzte. Das Fieber ist runter. Schön. Also, Sascha, mein Onkel Thomas. Thomas Wolf. Hallo. Hallo. Freut mich, dass es Ihrem Kind wieder gut geht. Martha hat mir alles erzählt. Ist überhaupt noch Platz? Wo denn? Auf Ihrem Arm. Auf jeden Fall. Gefällt mir. Danke. Na dann will ich mal nicht länger stören.
Wir müssen los. Wir müssen los. Ab. Du hast so schöne, weiche Lippen, Olli. Ah, sehr witzig, Olli. Also, was ich immer noch nicht ganz verstehe, ist, warum haben Jessie und Dana behauptet, dass du ich bist? Ich glaube, sie finden es unverfänglicher, wenn Jessie mit einem halbnackten schwulen Mann in ihrem Zimmer erwischt wird, anstatt mit mir. Also, ich fürchte ja, dass die beiden sich damit noch mehr in die Bredouille gebracht haben. Ich sage dir, es dauert nicht mehr lange und der Schwindel, dass die beiden ein Paar sind, fliegt vor dem Jugendamt auf. Ja, wenn Jessie und du weiter nicht die Finger voneinander lassen könnt, dann bestimmt. Ich gebe ja zu, das ist eine Riesennummer, die die beiden da abziehen, aber es geht ja schließlich um Maxi und darum, was gut für ihn ist. Ich finde es einfach richtig, wenn Dana alle Rechte bekommt und sich auch um Maxi kümmern darf. Du meinst also, ich soll auch weiterhin so tun, als wäre ich du? Jetzt tu doch mal nicht so, als wäre das so schlimm. Also, ich finde es ja ziemlich geil, echt zu sein. Ich muss ins Lager. Tiger. Hey. Können wir reden? Es tut mir leid, dass ich alles komplizierter gemacht habe. Durch die Sache mit Ricky. Darum geht's doch gar nicht. Mich? Es war von Anfang an klar, dass wir nur pro forma heiraten. Und dass du rummachen kannst, mit wem du willst. Da will ich dir doch nicht im Weg stehen. Das klang alles einfacher, als es jetzt ist, oder? Ich glaube, ich habe das ganz einfach alles unterschätzt. Ich dachte, Maxi, du und ich, wir gehören zusammen und der Rest regelt sich irgendwie von alleine. Ja, so wär's ja auch, wenn sich das dämliche Jugendamt geben würde. Ich wäre einfach gerne ehrlich. Wie ehrlich? Wenn wir ehrlich sagen, dass wir nur Freundinnen sind, dann können wir Maximilian niemals adoptieren. Und das willst du doch noch, oder? Klar will ich das. Ja, und das Gesetz will es nun mal so, dass man verheiratet sein muss, um ein Kind zu adoptieren. Wir ziehen ja alle mit rein. Alle müssen sich verstellen. Na und? Wenn es gut ist für Maxi, dann würde ich die ganze Welt belügen. Willst du das also wirklich weiter durchziehen? Ich find's auch bescheuert, dass so eine Jugendamtstussi mein ganzes Leben durchleuchtet, mir erzählt, was gut oder schlecht ist für mein Kind. Aber es ist nun mal so und deswegen gebe ich nicht gleich auf. Und ich werde in Zukunft besser die Finger von Ricky lassen. Das wird die Sache leichter machen. Ja, aber jetzt müssen wir erstmal wieder die Jungs auf Spur bringen, denn ohne die können wir das nicht durchziehen. Ricardo war schon ziemlich angenervt. Frau Nagel? Wir haben uns vorhin kennengelernt. Ich bin der Mitbewohner von Dana Wolf und Jessica Stiel. Ich erinnere mich. Herr Sabel. Ganz genau. Ich denke, ich muss da was klarstellen. Hier, meinst du so etwas? Gut. Dann werde ich mich jetzt gleich an die Änderungen machen. Ja. Sag mal, du meinst das echt ernst, oder? Also, dass du meine Arbeit so gut findest, dass du sie für deine Kollektion benutzen möchtest. Ich weiß bestimmt nicht alles, aber vielleicht das hier? Ja. Okay, sorry, war eine total dumme Frage. Danke.
Mein Gott, was bietet der Vogel sich an? Das kann ich nicht verstehen. Hey, was ist denn hier los? Ja, um H wäre der Kran ausgefallen. Wie jetzt? Ja, da hat sich einer dran zu schaffen gemacht. Aber Anja hat ihn gerade noch rechtzeitig erwischt. Kollege, erzählst du mir jetzt, was da los war, oder muss ich erst die Polizei rufen? Andi, was ist passiert? Der Kollege wurde dabei erwischt, wie er sich an den Kabeln vom Kran zu schaffen gemacht hat. Wenn da einer einen Schlag bekommt, weißt du, was dann los ist? Es ist doch nichts passiert. Ach, dann gibst du es also zu. Du wolltest mich sabotieren? Hey. Sag mal, warst du das auch mit der Wasserleitung? Kollege, du kriegst gleich richtig eins auf die Fresse. Andi, das nützt ja nichts. Komm, ruf lieber die Polizei. Die kriegen das schon aus ihm raus. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Komm, die unterhalten sich jetzt mal mit dir. Mit denen zusammen noch eben die Mittagspause und wir reden ganz normal und dann sowas hier. Das bei den eigenen Kollegen, das hätte ich nicht geglaubt, echt nicht. Juri, war der Abnäher jetzt hier so okay? Hä? Ist der Abnäher jetzt so okay? Ja, ist gut. Ich will, dass du die Raffung hier ein bisschen versetzt. Was soll ich ersetzen? Ich will, dass du die Raffung... Hey! Was soll das? Wir arbeiten hier. Ich muss hier auch arbeiten. Ich muss für die Präsentation sauber machen. So. Wie so? Mir fällt auf, dass du Martha hinterherarbeitest. Komisch, was dir so auffällt. Gibt's dir was ausmachen, wenn du weitermachst, wenn wir fertig sind? Also später? Okay. Danke. Also mich hat es nicht gestört, dass hier geputzt wird. Ich weiß. Also, ich will die Raffung ein bisschen nach innen versetzen. Martha? Ich will die Raffung hierhin versetzen. Okay. Ja. Oh, Mann. Ja, und was hat er gesagt? Der hat alles zugegeben. Aber auch, dass er nicht alles auf eigene Kappe gemacht hat. Okay, wer hat ihm denn den Auftrag gegeben? Also bis gerade eben hätte ich echt schwören können, dass Tristan dahinter steckt. Tut er nicht? Nein, eine Konkurrenzfirma hat ihn beauftragt. Die hatten sich auch um den Auftrag beworben, aber wir haben den Zuschlag halt bekommen. Gott, ich bin so ein Arschloch. Wieso? Du hast ihm den Auftrag doch gar nicht gegeben. Mann, ich hab doch auch geglaubt, dass es Tristan ist. Ja, aber die Idee war auch nicht so abwegig. Nein, du verstehst das nicht, Mann. Ich hätte ihm vertrauen müssen. Ich brauche ganz dringend ein paar Stunden frei, um das irgendwie wieder gerade zu biegen. Bitte. Ja, komm, hau schon ab. Danke. Hey. Hey, Tristan, ich bin's, Bella. Ich bin im No Limits und würde dich gerne sehen. Um mich zu entschuldigen. Ich war so ein Idiot. Ich hoffe, du kommst. Scheiße, was macht die denn hier? Und worüber reden die? Die war gar nicht begeistert, dass wir behauptet haben, dass er schwul ist. Warte, was? Was ist, wenn er ihr sagt, wer er wirklich ist und dass er gerade bei mir in der Kiste war? Dann ist das vielleicht das Beste. Hallo, hast du vergessen, was auf dem Spiel steht? Nein, aber genau das ist das Problem. Es ist kein Spiel. Gut, dann ist es eben kein Spiel. Aber du willst doch noch Maxi adoptieren, oder nicht? Ja, aber ich will nicht, dass ihr jetzt alle hier lügen müsst und so tut, als wäre jemand anders. Ricardo hat schon recht, wenn er sauer ist. Was machen wir dann jetzt? Keine Ahnung. Oh. Frau Wolf. Hallo. Frau Stiel. Hallo. Eigentlich wollte ich gerade zu Ihnen. Ach ja? Ich war vorhin vielleicht etwas schnell und etwas voreingenommen. Aber Ihr Mitbewohner Olli, also Herr Sabel, hat mein Bild etwas korrigiert. Na, Tiger, hast du alles geklärt? Hallo. Als ich vorhin Frau Nagel gesehen habe, dachte ich, ich nutze die Gelegenheit und kläre sie darüber auf, wie es in unserer WG wirklich abläuft. Ach so, und wie läuft's so? Wie du schon selbst gesagt hast, sind Frau Nagel und ich uns darin einig, dass man unsere WG doch eher als große Familie betrachten sollte, in der sein Kind mit seinen Eltern, aber auch mit seinen Onkel und Tanten aufwächst. Eine moderne Familie kann viele Formen haben.
Entscheidend für das Wohl des Kindes ist der Zusammenhalt. Und der ist mir, wie mir nach unserem Gespräch scheint, sehr wohl bei Ihnen gegeben. Ja, dann ein Säckchen auf den Schreck. Träumchen. Du hast recht. Juri ist komisch. Sag ich doch. Aber nicht, weil er eifersüchtig ist. Das Projekt, die Präsentation ist einfach gerade mega wichtig. Und Juri ist einfach total angespannt. Und ich will mir keine Platte machen, wer was über wen denken könnte. Also jedenfalls bin ich sehr froh, Herr Mosch, dass wir uns so schnell wiedersehen. Ich war selbst überrascht, wie schnell unsere Änderungswünsche umgesetzt wurden. Und ich bin mir ganz sicher, Sie werden mit dem Ergebnis zufrieden sein. Die ganzen Entwürfe sind nochmal grundlegend überarbeitet. Juri Adam hat aus den Unikaten der letzten Modenschau eine komplett neue Kollektion gemacht, die auch für die breite Kundschaft tragbar ist. Trotzdem hat sie nichts von seiner besonderen Handschrift eingebüßt. Wir können uns alle sehen. Ich dachte, du willst dir keinen Kopf mehr drüber machen, was andere denken. Auch wieder wahr. Herrn Mosch sind die Accessoires aufgefallen, woher die kommen. Ja, können Sie uns dazu vielleicht irgendwas sagen? Ich war wirklich in meinem Leben noch nicht so froh, mich geirrt zu haben. Das kann ich gut verstehen. Ich habe ja eh gesagt, dass Tristan mit der Sache nichts zu tun hat. Ach, hey, du hast auch gesagt, dass es alles irgendwie zusammenpasst. Ich habe gesagt, es könnte sein, wenn du nicht mittlerweile einen besseren Menschen aus ihm gemacht hättest. Quatschkopf. Du kannst doch wirklich nicht abstreiten, dass du einen guten Einfluss auf ihn hast. Ja, aber heute habe ich ihm wirklich übles Unrecht getan. Mhm. Dazu eine fette Entschuldigung fällig. Und das wird mit Worten nicht zu regeln sein. Wenn du mich so anschmachtest, willst du immer irgendwas von mir. Was? Weißt du, das ist nur Limits. Wir haben hier so viele wichtige Momente erlebt. Auf dem Daybed da hinten zum Beispiel, als wir zusammengekommen sind. Okay, jetzt erzähl mir mehr. Nein. Also, was habe ich damit zu tun? Du willst, dass ich die Leute rausschmeiße und den Laden dicht mache, damit du der Hingabe deines heißen Körpers Buße tun kannst? Also so würde ich es jetzt nicht ausdrücken, aber ja. Okay. Und was ist jetzt? Spielst du mit? Ich kann nicht, ich hatte einen Hörsturz. Bei meiner Schwester piept's wohl. Sehr witzig. Aber jetzt mal im Ernst. Ich find's ganz gut, dass du noch krankgeschrieben bist. Du siehst nämlich echt nicht gut aus. Wie immer sehr charmant. Ich liebe dich trotzdem. Habt ihr mein Telefon gesehen? Ja, ich glaube, es liegt da vorne. Und es hat vorhin auch mal geklingelt. Bella. Hey, Tristan, hier, ich bin's, Bella. Ich bin im No Limits und würde dich gerne sehen. Um mich zu entschuldigen. Ich war so ein Idiot. Ich hoffe, du kommst. Und? Sie will sich entschuldigen. Bella, wofür will die sich entschuldigen? Lange Geschichte. Ich muss los. Hallo, das sind meine. Entschuldigung. Ich habe aber nicht so viel Zeit. Oh.
brauche dich bei der Präsentation. Sofort. Musst du heute gar nicht arbeiten? Wir haben geschlossene Gesellschaft und No Limits. Olli? Tut mir leid, in was ich euch da heute reingezogen habe. Ach, ich wollte schon immer mal wissen, wie sich's anfühlt, mein eigener Ehemann zu sein. Ist ziemlich geil. Also von Ricardo hätte ich am wenigsten erwartet, dass er da mitmacht. Ja. Nachdem er diese ganze Geschichte jetzt noch mal bestätigt hat, dürfen wir wahrscheinlich jedes Mal dieses lustige Rollenspiel machen, wenn die Tante vom Jugendamt kommt. Das kann ich doch nicht von euch verlangen. Ach, Hauptsache, du machst Andi nicht zu Ricardo, dann tickt er nämlich aus. Ich weiß, du machst Witze, aber ich mein's ernst. Ich verlange da viel zu viel von euch. Jetzt pass mal auf. Soweit ich weiß, hast du von mir noch nie was verlangt und von den anderen auch nicht. Du hast dich nur entschieden, den Kleinen zu adoptieren. Und die Entscheidung, die tragen wir alle mit. Aber nicht, weil du das willst, sondern weil wir das wollen. Ja, da musst du gar nicht so gucken. So, du kriegst nämlich nicht nur Maxi, sondern eine ganze Familie dazu. Weil wir das wollen. Ist das jetzt angekommen? Angekommen. Fein. Oh. Entschuldige. Echt schade, dass wir heute unterbrochen worden sind. Echt schade, dass ich inzwischen schwul bin. Also, das würde ich hier wirklich gerne noch mal überprüfen. Ich lasse es lieber. Hallo? Ich bin hier. Ich wusste gar nicht, dass mein Laden so schlecht läuft. Ich musste leider alle Gäste rausschmeißen. Hat sich etwa jemand daneben genommen? Nein, sie waren alle ganz artig, aber ich war es nicht. Ich war ein Idiot. Es tut mir so leid. Ich hätte nicht eine Sekunde an dir zweifeln dürfen. Das heißt, du vertraust mir doch? Das tue ich. Ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich auch. Dann verzeihst du mir? Ja. Ich sollte dich rausschmeißen. Was? Nur weil ich mit Sascha rumgeknutscht hab? Ich habe gerade eine Präsentation da oben. Ich weiß, aber du hast mir nicht gesagt, dass du mich dafür brauchst. Du bist meine Assistentin. Du musst da sein. Ich bin da während der Arbeitszeit. Ach, Arbeitszeit. Sei doch nicht so spießig. Damit kommst du hier nicht weiter. Soll ich also mein Privatleben aufgeben? Hm? Es gibt nur dieses Leben. Es gibt noch so viel mehr. Ey, es gibt noch so viel mehr, Juri. Aber das ist überhaupt nicht dein Problem. Nein? Nein. Was ist denn mein Problem? Dein Problem ist, dass ich nicht mehr sofort springe, wenn du mit dem Finger schnippst. Gib das doch mal endlich zu. Du bist eifersüchtig, weil ich verliebt bin und sich mein Leben nicht mehr ständig nur um deines dreht. Als mir klar wurde, was da eigentlich genau passiert ist, ich wusste einfach nicht, wie ich damit hätte umgehen sollen. Was genau meinst du? Dass du mir nicht vertraust.
tut mir leid. Ich weiß. Ich bin so froh, dass sich das so schnell aufgeklärt hat. Ein Glück hat Anni den Typen erwischt. Welchen Typen? Das habe ich dir noch gar nicht erzählt, oder? Andi hat den Saboteur auf frischer Tat ertappt. Er hat für eine Konkurrenzfirma gearbeitet. Moment mal, war das, als du mich angerufen hast? Ja. Das heißt, du würdest mir immer noch nicht glauben, wenn sie den Typen, der die Baustelle sabotiert hat, nicht erwischt hätten? Was? Nein, so war das doch jetzt nicht gemeint. Doch, genau so. Tristan, was ist los? Es ist weg. Was ist weg? Das Vertrauen. Nein, ich glaube dir. Ich werde dir ab jetzt immer vertrauen. Aber ich vertraue dir nicht mehr. Es ist vorbei. Was ist vorbei?